Dripping on the scene. You ain't moving slow. From the ground up, let you the glow. Stacking high weeds, ain't checking toll. Every beat drop, yeah, it's pure gold. Yeah, it's pure gold. The drip is real. Feel that vibe. Moin, moin, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück beim Bubertsbrudi. Heute gibt es mal wieder ein Update zu unseren Melonade Runs, die wir ja im letzten Video bestäubt haben, und zu unseren beiden Neuankömmlingen im Zelt, nämlich der Filipino Kibungan und der nächsten Malawi. Bei den beiden hier vorne hoffen wir, dass es diesmal Mädels werden, damit wir sie mit dem Pollen, mit dem wir auch diese Melonade Runs bestäubt haben, auch diese Damen beglücken können, damit wir weitere eigene Samen und wilde Kreuzungen machen. Hast du Bock? Wir topfen heute die Kibungan um und reden so ein bisschen über die Strains und schauen uns auch nochmal die Melonade Runs ein bisschen genauer an. So Leute, hier mal ein paar Close-Ups für euch von der Melonade Runs. Hier könnt ihr alle mal sehen, wie viele Trichome so eine bestäubte Pflanze überhaupt noch produziert. Ich habe gedacht, das ist deutlich weniger, weil man hört ja immer, eine bestäubte Pflanze stellt die Trichomproduktion ein. Aber wie ich finde, sieht die für Blütewoche 6 doch ganz gut aus. Oder was meint ihr? Normalerweise erkennt man das immer ziemlich gut, wenn diese Samenkapseln hier langsam aufplatzen und man darunter die reifen braunen Samen erkennen kann. Aber wenn ich mir hier so die Samenkapseln angucke, sind die alle noch geschlossen. Und ich würde sagen, wir geben der Dame einfach noch mal ein bisschen Zeit, weil noch ist sie lange nicht so weit. Ja, und hier unten haben wir jetzt unsere Malawi. Diese Malawi ist ungefähr 10 Tage alt, würde ich schätzen. Wir haben sie eingepflanzt, nachdem wir die letzte Malawi, die ein Männchen war, getötet haben bzw. geerntet haben. Wenn du es noch nicht gesehen hast, ich blende dir hier mal ein Video ein, da kannst du dir das angucken. Und die sieht doch schon ganz gut aus. Mein Plan ist, dass die jetzt erstmal eine Weile hier in dem Topf bleibt, so 4 bis 5 Wochen würde ich schätzen. Und dann topfen wir sie in den Topf da hinten ein, wenn die hier fertig ist. Und was wir heute auch machen ist, wir werden die Kibungan, die wirklich schon ziemlich hoch ist, heute umtopfen in diesen Topf hier. Diese Pflanze ist jetzt knapp 10 Tage alt. Na, vielleicht auch 11 oder 12, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist die Filipino Kibungan eine echte Rarität. Dies hier ist eine Landrasse aus den Philippinen, die kommt da also in der freien Wildbahn vor. Und sie wurde mir von jemandem empfohlen und deswegen steht sie hier im Zelt. Diese Dame neigt aber auch dazu, sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß zu werden. Deswegen hat mir derjenige, der mir diese Pflanze empfohlen hat, auch empfohlen, dass wir sie am besten toppen sollen. Und zwar möglichst früh. Und ich glaube, wir sind auch genau in der richtigen Zeit zu toppen. Können wir mal gucken. 1, 2, 3, 4. Da oben kommt die 5. Internodie. Ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Das machen wir heute auch, würde ich sagen. Also hast du Bock? Dann komm. So, der aufmerksame Zuschauer wird sich jetzt vielleicht fragen, da steht eine Pflanze in voller Blüte. Hier vorne stehen 2 Pflanzen, die in der vegetativen Phase sind. Wie geht denn das? Sind das Autoflowers? Nein, das sind keine Autoflowers. Das ist eine reguläre und das beides sind auch reguläre und das sind tropische Sativas. Dementsprechend kommen die auch mit 11 Stunden Licht aus. Wir fahren hier nämlich 11 Stunden Licht und 13 Stunden Dunkelheit. Aus dem einfachen Grunde, weil die beiden hier dazu neigen, sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß zu werden und sich ziemlich zu strecken. Und da wir in unserer Growbox hier nur 1,60 Meter Höhe haben und wir nicht wollen, dass wir hier Platzprobleme bekommen, kriegen die Damen einfach weniger Licht in der Hoffnung, dass sie weniger schnell wachsen. Und wie gesagt, hier machen wir jetzt noch ein Topping heute. Da warten wir noch, aber die wird auch getoppt, weil ich möchte auf jeden Fall die Höhe hier
so gut es geht ausnutzen können. So, meine Freunde, jetzt sind wir hier mal in der Nahaufnahme auf der Kibungan. Ich habe hier Assistent mitgebracht und die Assistentin wird jetzt hier gleich die Kibungan toppen. Also, let's go. Genau da. Super. Und abschneiden. Super. Wichtig ist, dass ihr beim Toppen möglichst ein bisschen was vom Stiel dran lasst, damit die Pflanze dazwischen nicht aufbröselt. So, meine Freunde, die Kibungan ist getoppt. Die sieht jetzt etwas traurig aus, aber das wird sich hoffentlich bald zurechtwachsen. Jetzt mache ich euch noch einen Timelapse vom Umtopfen. Wir bringen auch ein bisschen Klee aus für die Gründüngung, wie hier auch. Und wir sehen uns gleich wieder. For them a mad over me, yeah, over me. Me them a mad over me, yeah, over me. Say them a mad over me, yeah, over me. So Leute, Kibungan in der Erde, Klee ist gepflanzt, Malawi geht's gut und der Melonade Runs auch. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn du auch Bock auf tropische Sativas hast, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dann, dein Bubertsbrudi.